Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe an unsere Freundin Sarah gedacht. Weißt du, dass sie nächsten Monat in eine andere Stadt zieht? Ja, ich habe gehört, dass Sarah umzieht. Ich bin traurig, weil sie weit weg sein wird, aber ich freue mich für ihr neues Abenteuer. Das geht mir genauso. Ich denke, wir sollten eine Abschiedsparty für Sarah planen. Das wäre eine schöne Möglichkeit, ihr Lebewohl zu sagen und ihr alles Gute zu wünschen. Das ist eine großartige Idee, Emma. Eine Abschiedsparty zeigt Sarah, wie viel sie uns bedeutet. Ja, ich möchte, dass die Party etwas Besonderes wird. Wir können unsere Freunde einladen, Erinnerungen teilen und gemeinsam Spaß haben. Da stimme ich zu. Wann möchtest du die Party feiern? Ich dachte, wir könnten die Party am letzten Samstag vor Sarahs Umzug feiern. Dann haben wir Zeit, alles zu planen und es zu einem tollen Ereignis zu machen. Das klingt perfekt. Um wie viel Uhr denkst du, sollte die Party beginnen? Ich denke, eine Nachmittagsfeier ist gut. Vielleicht um 16 Uhr. Wir können Essen, Spiele und Musik haben. Mir gefällt dieser Plan. Eine Nachmittagsfeier gibt uns Zeit, uns zu entspannen und den Tag zu genießen. Wo möchtest du die Party veranstalten? Ich habe eine Idee. Wir könnten meinen Garten nutzen. Ich habe einen großen Garten und genug Platz für unsere Freunde. Dein Haus ist ein guter Ort für die Party. Es ist ruhig und gemütlich. Wir können den Garten dekorieren und eine festliche Atmosphäre schaffen. Ja, ich möchte mit Ballons und Bannern dekorieren. Wir können auch einen Tisch für Essen und Getränke aufstellen. Das wird sehr schön. Welches Essen möchtest du auf der Party servieren? Ich denke, wir sollten einfaches Essen haben. Vielleicht ein paar Sandwiches, ein Obstteller und Snacks. Einen Kuchen sollten wir auch haben, um Sarah zu feiern. Ein Kuchen ist ein Muss für eine Abschiedsparty. Ich kann dir helfen, den Kuchen von der Bäckerei zu holen. Das wäre toll, Liam. Ich kann die Sandwiches machen und den Obstteller vorbereiten. Wir können gemeinsam das Essen planen. Ich mag diese Idee. Wir können auch unsere Freunde bitten, Getränke mitzubringen. Jeder kann ein bisschen beitragen. Ja, ich werde unseren Freunden eine Nachricht schicken und sie bitten, Getränke oder Snacks mitzubringen, wenn sie können. Gut. Was ist mit Spielen und Aktivitäten? Ich denke, wir sollten ein paar lustige Spiele planen. Da stimme ich zu. Wir können ein paar Spiele im Freien spielen wie Frisbee und eine Schnitzeljagd. Wir können auch eine Musikplaylist haben und ein bisschen tanzen. Das klingt sehr spaßig. Ich kann meinen Lautsprecher für die Musik mitbringen und ich habe auch ein paar Brettspiele. Perfekt. Wir können auch unsere Lieblingserinnerungen mit Sarah teilen. Vielleicht kann jeder eine kurze Geschichte über einen glücklichen Moment mit ihr erzählen. Ich liebe diese Idee. Es wird eine schöne Möglichkeit sein, Sarah zu zeigen, wie viel sie uns bedeutet. Ja, und wir können viele Fotos machen, um den Tag festzuhalten. Ich möchte, dass Sarah sich geliebt und geschätzt fühlt. Da bin ich mir sicher. Sarah ist eine wunderbare Freundin und diese Party wird ein großartiger Abschied. Ich bin schon jetzt glücklich, wenn ich an die Party denke. Es wird eine gute Gelegenheit sein, unsere Freundschaft zu feiern. Mir geht es genauso. Die Planung der Party macht mich aufgeregt.
Ich möchte, dass es für Sarah ganz besonders wird. Lass uns eine Liste machen, was wir alles tun müssen. Zuerst müssen wir unsere Freunde einladen. Ich kann dabei helfen. Ich werde eine Nachricht in unserem Gruppenchat senden und ein paar Freunde anrufen. Das ist eine gute Idee, Liam. Ich werde eine kurze Einladung schreiben, die du verwenden kannst. Wir sollten allen das Datum, die Uhrzeit und den Ort mitteilen. Ja, ich werde sicherstellen, dass alle Details enthalten sind. Als nächstes müssen wir das Essen und die Getränke planen. Richtig. Ich werde die Sandwiches und den Obstteller machen. Du kannst den Kuchen kaufen und wir können andere bitten, Getränke mitzubringen. Ich werde ein paar Tage vor der Party zur Bäckerei gehen, um den Kuchen zu bestellen. Ich möchte, dass es ein schöner Schokoladenkuchen wird. Das klingt lecker. Wir sollten auch einige Snacks planen wie Chips und Kekse. Ich kann ein paar Chips und vielleicht ein paar Kekse aus dem Supermarkt mitbringen. Super. Was ist mit Spielen und Aktivitäten? Ich denke, Outdoor-Spiele sind eine gute Idee. Wir können Frisbee spielen und eine Schnitzeljagd machen. Vielleicht können wir auch ein Spiel wie Charade spielen. Charade macht Spaß. Wir können auch ein kleines Quiz über Sarah machen. Das wird lustig und unterhaltsam. Ja, ich mag diese Idee. Wir können ein paar Fragen über ihre Lieblingssachen vorbereiten. Ich werde ein paar Fragen aufschreiben und du kannst mir bei den Antworten helfen. Klar, damit können wir später arbeiten. Was ist mit der Musik? Ich kann eine Playlist auf meinem Handy erstellen. Ich werde einige von Sarahs Lieblingsliedern einfügen. Das ist perfekt. Ich werde meinen Lautsprecher mitbringen, damit wir die Musik draußen abspielen können. Großartig. Wir sollten auch die Dekorationen planen. Ich möchte Ballons und ein Banner mit der Aufschrift Auf Wiedersehen, Sarah haben. Ich kann dabei helfen. Ich werde ein paar Ballons und Girlanden im Partygeschäft kaufen. Danke, Liam. Wir können auch eine kleine Fotobude mit Requisiten aufstellen. Das ist eine lustige Idee. Wir können viele Fotos machen, um den Tag festzuhalten. Ja, ich möchte, dass alle eine gute Zeit haben und glücklich sind. Mir geht es genauso. Ich denke, wir planen eine wunderbare Party. Gibt es noch etwas, das wir planen müssen? Ich denke, wir sollten den Zeitplan für die Aktivitäten festlegen. Wir müssen sicherstellen, dass wir Zeit für Essen, Spiele und Reden haben. Guter Punkt. Vielleicht können wir mit dem Essen beginnen, dann ein paar Spiele spielen und schließlich unsere Erinnerungen teilen. Ja, das ist ein guter Plan. Wir können auch am Ende etwas Zeit zum Tanzen lassen. Mir gefällt diese Idee. Ein bisschen Tanzen macht die Party noch unterhaltsamer. Ich freue mich wirklich auf diese Party. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, Sarah Lebewohl zu sagen. Ich auch. Ich freue mich, dass wir das zusammen planen. Es zeigt, wie viel uns unsere Freundin bedeutet. Ja, und ich weiß, dass Sarah all die Mühe, die wir in die Party stecken, zu schätzen wissen wird. Da bin ich mir sicher. Wir schaffen eine besondere Erinnerung für sie. Lass uns ein paar Tage vor der Party treffen, um alles noch einmal zu überprüfen. Wir können gemeinsam zur Bäckerei gehen und die Dekorationen kaufen. Das ist eine gute Idee. Ich bin Mittwochnachmittag frei. Dann können wir planen. Super. Ich werde dich am Mittwoch anrufen und wir können gemeinsam einkaufen gehen. Ich freue mich darauf, alle Dekorationen und das Essen zu sehen. Es wird ein wundervoller Tag. Ja, ich möchte, dass die Party bunt und unterhaltsam wird. Ich möchte, dass alle lächeln. Ich denke, wir haben einen guten Plan. Wir arbeiten zusammen
Und es wird eine tolle Party. Da stimme ich zu. Danke, dass du mir bei der Planung hilfst, Liam. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Gern geschehen, Emma. Ich helfe dir gerne. Eine Party zu planen macht Spaß, wenn man es mit einem Freund macht. Ja, und ich bin mir sicher, dass auch unsere anderen Freunde helfen werden. Wir können sie bitten, Getränke und Snacks mitzubringen. Ich werde alle ein paar Tage vor der Party im Gruppenchat daran erinnern. Das ist ein guter Plan. Ich möchte, dass alle die Details wissen, damit niemand die Party verpasst. Ich werde auch ein paar Freunde anrufen, um sie zu erinnern. Es ist wichtig, dass viele Leute kommen, um Sarah Lebewohl zu sagen. Ja, ich möchte, dass die Party eine große Überraschung für sie wird. Es sollte ein fröhlicher Abschied sein. Da stimme ich zu. Sarah war eine wunderbare Freundin und wir möchten ihr unsere Liebe zeigen. Ich bin mir sicher, dass die Party ein Erfolg wird. Alle werden Spaß haben und wir werden gute Erinnerungen schaffen. Ja, und wir können viele Fotos machen. Wir werden uns noch lange an diesen Tag erinnern. Ich bin sehr aufgeregt wegen der Party. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, unsere Freundschaft mit Sarah zu feiern. Mir geht es genauso, Emma. Ich freue mich auf den Tag. Ich weiß, dass es ganz besonders werden wird. Lass uns am Mittwoch treffen, um unseren Plan noch einmal zu überprüfen. Wir können einkaufen gehen und sicherstellen, dass alles bereit ist. Das ist eine gute Idee. Ich werde es in meinen Kalender eintragen. Mittwochnachmittag treffen wir uns um 14 Uhr. Perfekt. Ich werde dich am Mittwochmorgen anrufen, um dich zu erinnern. Danke, Emma. Ich freue mich, dass wir das zusammen planen. Es macht die Party noch spezieller. Ja, mit einem Freund zu planen macht immer Spaß. Ich weiß, dass Sarah unsere harte Arbeit zu schätzen wissen wird. Da bin ich mir sicher. Wir machen das, weil wir uns um sie kümmern. Genau. Wir möchten ihr eine wunderbare Abschiedsparty und viele glückliche Erinnerungen schenken. Ich stimme zu. Lass uns hart arbeiten und die Party zu einem Erfolg machen. Ja, ich sehe dich am Mittwoch um 14 Uhr. Wir werden alles überprüfen und gemeinsam einkaufen gehen. Ich freue mich darauf. Danke noch einmal, dass du das mit mir planst, Emma. Es wird ein großartiger Tag. Gern geschehen, Liam. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Bis Mittwoch. Bis dann, Emma. Hab einen schönen Tag. Du auch, Liam. Auf Wiedersehen. Tolle Arbeit beim Üben des Deutschen mit uns heute. Bitte denkt daran, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du unsere kostenlosen Gespräche auf Deutsch nicht verpasst. Bis zum nächsten Video. Übe weiter und hab einen wundervollen Tag.